Alles begann, als wir aus der Stadt wegzogen. Wir zogen weit raus, hier in diese entlegene Gegend im Modoc-Nationalwald. Hier entdeckte ich diese wirklich niedliche Biberkolonie. Ich war so begeistert über diese enge Naturerfahrung, dass ich begann, es mit einer Videokamera aufzuzeichnen. Und da geschah es, dass ich eine bemerkenswerte Beobachtung machte. Diese Biber waren jeden Tag in der Woche draußen beschäftigt, außer an Samstagen. Nie konnte ich samstags irgendwelche Fotos von ihnen machen. So entschied ich mich, ein kleines Studium darüber anzustellen. Und die Ergebnisse möchte ich euch in dieser Dokumentation mitteilen, welche ich die 7. Tagsbiber nenne. Samstag. Was ist so besonders an diesem Tag? Warum sollte der Samstag so anders sein als irgendein anderer Wochentag? Hier bin ich im Wald, wie ich Biber beobachte. Und ich frage mich, warum sie 6 Tage die Woche arbeiten und dann an diesem einen bestimmten Tag ruhen. Willkommen bei den 7. Tagsbibern. Die Geschichte von Tieren, die ruhen. Also hier ist die Frage, was ist so besonders an Samstagen, dass etwas aus der Natur dazu veranlasst, es zu beachten? Samstag ist der 7. Tag der Woche. Das findet man so in jedem guten Wörterbuch oder Enzyklopädie. Es ist auch der ursprüngliche Tag, an welchem Gott ruhte, nachdem er unsere Welt erschaffen hatte. Es heißt am Anfang der Bibel in 1. Mose Kapitel 2, Vers 3, dass Gott den 7. Tag segnete und ihn heiligte. Denn an ihm ruhte er von allen seinen Werken, welche Gott geschaffen und gemacht hatte. Wenn irgendetwas in der Natur die Bedeutung des Sabbats immer noch beachtet, dann wäre das ein Überbleibsel, etwas, was von frühen Tagen und dem Beginn der Zeit erhalten geblieben ist. Nachdem Gott in der Bibel die Erschaffung der Welt in 6 buchstäblichen Tagen beendet hatte, erschuf er noch eine weitere Sache. Er erschuf einen Tag. Im 1. Buch Mose wird uns gesagt, dass Gott am 7. Tag von seinen Werken, die er gemacht hatte, ruhte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Also direkt vom Anfang der Zeit an sehen wir, dass der 7. Tag für den Schöpfer dieser Erde etwas Besonderes ist. Dann im 2. Buch Mose sagt Gott seinem Volk, diesen Tag zu gedenken, indem sie nicht arbeiten. Man sieht auch in Jesaja 56, dass Gott Fremde einlud, sich seinem Volk Israel anzuschließen und ebenfalls den Sabbat zu halten. Im Juli 1999 haben wir in unserer Familie eine große Entscheidung getroffen. Wir entschieden uns, aus der Stadt weg und aufs Land zu ziehen. Meine Frau und ich hatten gerade die Hochschule abgeschlossen und befanden uns beide in Schulden. Wir hatten auch unsere ersten beiden Kinder und lebten mitten im Zentrum einer Stadt, in einer Reihenhaussiedlung. Eines Tages entschied ich mich nach der Arbeit, bei der örtlichen christlichen Buchhandlung zu halten, um zu schauen, ob ich ein Buch darüber bekommen könnte, wie ich besser Vater sein könnte. Und während ich die Familienabteilung durchstöberte, fiel mein Auge auf ein Buch namens Leben auf dem Land. Dieses Buch ist fast von selbst aus dem Regal in meine Arme gesprungen. Als ich den Inhalt des Buches studierte, spürte ich den starken Eindruck, dass Gott von uns wollte, dass wir hinaus aufs Land ziehen. Aber wir hatten dieses Geldproblem. Wir waren blanke Studenten, die gerade von der Hochschule kamen. Und wir bräuchten ja auch eine Arbeit, und so würde das sicher nicht einfach werden. Aber zur selben Zeit wurde uns dieses kleine, einfache 3-Zimmer-Haus angeboten. Und zwar kostenlos.
Wisst ihr, es ist wirklich nicht viel, aber es war kostenlos. Und das war alles, was wir uns leisten konnten. Das gab uns eine gute Chance, unsere Schulden abzubezahlen und auf die Beine zu kommen. Ein Haus kostenlos zu haben ist schön, aber natürlich braucht man auch eine Arbeit. Und wo würden wir hier draußen mitten im Nirgendwo Arbeit finden? Eigentlich arbeiten wir in Krankenhäusern. Also entschied ich mich, das örtliche Krankenhaus anzurufen. Ich rief an und sagte, ich möchte 4 Tage die Woche als Physiotherapeut arbeiten. Und ich sagte, der Grund für 4 anstatt 5 Tage ist, dass ich einen Tag frei haben kann, sodass meine Frau arbeiten kann, welche Zahnarzthelferin ist, und sie möchte 1 Tag pro Woche arbeiten. Das sagte ich dem Mann am Telefon. Für eine kleine Weile herrschte Stille am Telefon, und dann sagte er, sagten Sie 4 Tage als Physiotherapeut und 1 Tag als Zahnarzthelferin? Ich sagte ja. Er sagte, das ist lustig. Wir suchen nach einer Zahnarzthelferin, die 1 Tag pro Woche arbeitet, und nach einem Physiotherapeuten, der 4 Tage pro Woche arbeitet. So hat Gott die Türen geöffnet. Wir sind in das Haus aufs Land gezogen und haben unser Leben hier auf dem Land begonnen. Wisst ihr, das war ziemlich erstaunlich. Dieses nächste Krankenhaus war etwas mehr als 60 Kilometer entfernt. Und die Tatsache, dass nach genau denselben Arbeitszeiten gesucht wurde, sagte uns, dass dies ein Zeichen von Gott sein musste. Ein kostenloses Haus und zugeschneiderte Arbeitsstellen. Also haben wir es getan. Wir unternahmen diesen großen Schritt. Hier sind wir also auf dem Land, wo wir bei den Bibern wohnen. Und um die Wahrheit zu sagen, ich hätte niemals überhaupt bemerkt, dass sie ruhen, wäre da nicht mein Nachbar Bill gewesen. Damals, als Laren und seine Familie noch in der Stadt Redlands in Kalifornien gelebt haben, habe ich in ihrer Garage gewohnt. Sie hatten nämlich schlussendlich ihre Garage in eine kleine Wohnung umgewandelt, welche ich von ihnen gemietet hatte. Das Grundstück war von Orangenbaumhainen umgeben, was bedeutete, dass es dort sehr viele Bienen gab. Und ich habe etwas sehr Interessantes bei diesen speziellen Bienen beobachtet. Jeden Tag sind sie nach demselben Muster geflogen. Sie schwirrten jeden Tag summend an meiner Garage vorbei, aber samstags war Stille. Keine Bienen. Sie flogen am Samstag nicht vorbei, so wie sie es an den anderen Tagen taten. Und ich musste Laren davon erzählen. Was Bill mir an diesem Tag erzählte, war ziemlich interessant. Aber damals hat es mir nicht viel bedeutet. Aber ich behielt es im Gedächtnis. Lasst mich euch rüber in das Gebiet mitnehmen, wo meine Biber tatsächlich leben. Als wir letztendlich hierher umzogen, war der wirkliche Unterschied zwischen unserem alten und unserem neuen Zuhause die Berge. Wir haben uns in die Berge hier verliebt. Und da wir samstags nicht arbeiten, hatte ich Zeit, hier heraufzukommen, um die Berge zu erkunden. Und zwar samstags. Eines Samstagnachmittags stieß ich auf einen riesigen Biberdamm. Diese Entdeckung faszinierte mich so sehr, dass ich immer wieder dorthin zurückkam, in der Hoffnung, die Biber selbst einmal an so einem Samstag sehen zu können. Samstag für Samstag kam ich wieder, aber nie habe ich sie zu Gesicht bekommen. Und ich fragte mich, warum? Vielleicht sind Biber ja einfach sehr scheue, zurückgezogene Tiere. Aber dann bekam ich eine Überraschung. Und zwar ergab sich für mich die Gelegenheit, an einem anderen Wochentag hoch zum Biberdamm zu fahren. Und wow, da waren sie. Also, hier ist es, das Zuhause der Siebenten-Tags-Biber. Dieser Fluss hier im Nationalwaldpark ist nur ungefähr 80 Kilometer von unserem Zuhause entfernt. Und über die Jahre haben diese Biber mehrere Dämme gebaut. Manche weiter unten am Fluss und andere weiter oben am Fluss. Nachdem ich hier zu diesem spezifischen Damm kam und die Biber einige Male besuchte, begann ich mich schließlich zu fragen, warum sehe ich sie nie samstags? Und das war der Punkt, an dem ich mich an die Bienen erinnerte.
Auf einmal wurde mir schlagartig bewusst, was Bill über die Bienen in Redlands sagte, wie sie samstags nicht gemäß ihres gewöhnlichen Musters vorbeiflogen. Und ich dachte, Bienen und Biber sind irgendwie ähnlich. Bienen leben in Kolonien, sie leben und arbeiten in einer hochorganisierten Art und Weise zusammen und erledigen bestimmte Aufgaben, nämlich um Honig zu produzieren. Und ich dachte mir, machen nicht Biber genau dasselbe? Nun, sie machen zwar keinen Honig, aber sie leben in Kolonien und sie arbeiten zusammen in einer hochorganisierten Art und Weise, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, nämlich Dämme zu bauen. Ich frage mich, ob diese Biber irgendwie genauso samstags ruhen wie die Bienen von Bill. Und das war der Punkt, an dem ich mich entschied, ein paar Experimente anzustellen. Ich wollte die Aktivitäten der Biber über einen bestimmten Zeitraum hinweg beobachten, und zwar in einer wöchentlichen Routine. Jeden Wochentag würde ich zur selben Zeit zu ihnen rauffahren und festhalten, was ich beobachte. Und natürlich würde ich meine vertrauenswürdige Videokamera gebrauchen, um die gesammelten Daten aufzuzeichnen. Nun, gemäß dem, was ich gehört habe, sind Biber früh morgens, spät am Abend und nachts am aktivsten. Aber wie auch immer, das passte ganz gut zu meinem Terminkalender, da ich ja die meisten Wochentage arbeiten musste. Mein Plan war also, sie jeden Morgen in der Frühe vor meiner Arbeit zu beobachten und spät am Abend nach meiner Arbeit. Dann, am Samstag und Sonntag, hätte ich die Gelegenheit, noch etwas mehr Extrazeit mit dem Beobachten zu verbringen. Das würde bestimmt Spaß machen, dachte ich mir. Ich tue einfach so, als würde ich zu diesen Wildes Reich der Natur-Filme aus Omaha oder so gehören. Also begab ich mich ans Werk, jeden Tag meine Beobachtungen anzustellen und alles schriftlich festzuhalten, um den Überblick über die gesammelten Daten zu behalten. Dies ist Woche 1 und es ist Montag. Und da sind sie und tun ihr Ding. Sie sind sehr aktiv. Sie schwimmen und transportieren Äste herum und sie essen. Sie scheinen hier abends am aktivsten zu sein, jedenfalls mehr als morgens in der Früh. Ich werde das in meinem Biber-Logbuch notieren und festhalten. So habe ich mit dieser Arbeit an einem Montag begonnen. Am nächsten Tag habe ich meine Beobachtungen fortgesetzt. So, es ist Dienstag und sie sind heute sehr aktiv. Und tatsächlich, da waren sie, immer noch dabei, zu schwimmen, zu planschen, zu essen, all die normalen Biberaktivitäten eben. Und am nächsten Tag, Mittwoch, da waren sie immer noch beschäftigt. Zudem hatte ich dabei die Gelegenheit, auch viele andere wilde Tiere zu sehen. Ich glaube, hier draußen gibt es einen großen Kanadakranich. Da drüben sogar 2 große Kanadakraniche. Gleich dort. Ich habe sogar ein Schwarzbärenbaby gesehen. Genau hier, an derselben Stelle. Donnerstag. Genau wie die vorherigen Tage waren die Biber immer noch beschäftigt. Am Freitag genau das Gleiche. Schwimmen, planschen und essen. Die Biber waren durchgehend aktiv von Montag bis Freitag, immer zur selben Tageszeit. Nun, der nächste Tag würde Samstag sein. Der erste Samstag während meines Experiments. Was würde ich wohl sehen, wenn ich morgen wiederkomme? Also hier ist eine Frage. Erwähnt die Bibel irgendetwas irgendwo darüber, dass ein Tier am Sabbat ruht? Nun, was Jesus selbst in der Bibel sagt, ist, dass der Sabbat für den Menschen gemacht wurde. Und wenn wir darüber nachdenken, dann sagt er damit, dass dies ein Tag ist, den Gott euch als ein Geschenk gegeben hat. Aber in der Tat erwähnt das 4. Gebot, dass Tiere darin mit eingeschlossen sind, denn es heißt dort, am Sabbat sollst du keine Arbeit tun, weder du noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Knecht noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Das Vieh sollte ruhen.
Das waren normalerweise Arbeitstiere. Aber nicht nur das Vieh, sondern auch die Fremdlinge, die sie gerade besuchten. Einfach jeder, der sich auf dem eigenen Grundstück befand, sollte am Sabbat nicht arbeiten. An einer anderen Stelle erwähnt die Bibel, einen Ochsen am Sabbat loszubinden und ihn zum Wasser zu führen, was impliziert, dass er von jener Arbeit ausruhte, die er normalerweise auch am Sabbat für den Menschen getan hätte. Und deshalb sollten arbeitende Tiere tatsächlich am Sabbat ruhen. Okay, es ist jetzt Samstag und es ist einfach erstaunlich. Hier ist nichts, absolut nichts. Alles komplett still. Ich bin hier zur selben Zeit wie gestern, als sie draußen waren und dabei, alle möglichen Dinge zu tun. Aber heute nichts. Einfach Stille. Ich weiß, sie sind am Leben, denn ich kann sie in diesem Bau hier hören. Hört euch das an. Ich wette, diese Jungs brauchen auch mal einen freien Tag. Aber warum wählen sie gerade den Samstag? Wissen sie überhaupt, dass heute Samstag ist? Aber vielleicht ist es ja nur ein Zufall. Der einzige Weg, das herauszufinden, ist, sie für eine weitere Woche zu beobachten. Okay, jetzt haben wir Sonntag. Und die Biber sind zurück draußen und beschäftigt. Offensichtlich sind sie aus ihrem Bau herausgekommen. Sie sehen gesund aus. Also werde ich einfach weiter beobachten und schauen, was sie für diese Woche auf ihrem Terminkalender haben. Eine weitere Woche der Beobachtung und sie waren jeden Tag draußen, beschäftigt wie immer, von Sonntag bis Freitag, und zwar täglich zur selben Zeit. Und dann kam der Samstag. Und genau wie in der ersten Woche war wieder alles ruhig. Das ging so weiter Woche für Woche, Monat für Monat, im Sommer und im Winter mit denselben Ergebnissen. Mein Vater beobachtet diese Biber nun schon seit ungefähr 16 Jahren. Er ist mittlerweile ein ziemlicher Experte geworden, was das Verhalten von Bibern angeht, zumindest was diese Biberfamilie hier betrifft. Sie scheinen ganz normale Tiere zu sein, außer dass wir sie kein einziges Mal an einem Samstag zu Gesicht bekommen haben. Achtet mal auf etwas Interessantes bei den Bibern. Seht ihr, wie nah ihre Vorderarme und Schultern zu ihrem Kopf sind? Es sieht schon fast so aus, als würden ihre Arme aus der Seite ihres Halses herauskommen. Nun, das macht sie sehr gut darin, mit Dingen umzugehen, die nah an ihrem Mund sind. Aber dafür können sie nicht so gut rennen. Beachtet auch, wie schnell sie untertauchen, wenn sie mit ihrem Schwanz aufs Wasser schlagen. Früher dachte ich, Biber machen das mit ihrem Schwanz, um andere Biber vor Gefahren zu warnen. Aber nachdem ich sie lange studiert habe, denke ich nicht mehr, dass dies der Fall ist. Für mich sieht es eher so aus, dass sie so auf möglichst schnelle Weise versuchen, unters Wasser zu kommen. Ich denke nicht, dass sie andere warnen, denn manchmal schlagen sie mit ihrem Schwanz, wenn keine anderen Biber in der Umgebung sind. Und wenn andere da sind, dann reagieren sie nicht durch Weglaufen, wenn sie den Schlag hören. Biber können auch überhaupt nicht gut sehen. Tatsächlich konnte ich sie aus wenigen Metern Entfernung filmen, ohne dass sie mich gesehen haben. Sie können sehr gut riechen und hören, aber sie können sehr schlecht sehen.
Für mich sieht es also so aus, als würden sie mit ihren Schwänzen schlagen, weil sie nicht sicher sind, ob eine Gefahr gegenwärtig ist. Und sie wollen einfach für den Fall schnell abtauchen. Denn wenn sie nicht mit ihren Schwänzen schlagen, dann brauchen sie für das Untertauchen etwas länger. Manchmal, wenn wir samstags hier raufkommen, sind wir alle etwas besorgt. Was, wenn wir auf einmal doch die Biber draußen sehen? Nach all dieser Zeit würde das wirklich unser ganzes Studium zunichte machen. Aber nein, an jedem Samstag, wenn wir kommen, ist hier am Biberdamm alles ruhig. Diese Biberdämme zu erreichen, war eine echte Herausforderung. Über die Jahre waren wir sehr dankbar für diesen alten Chevrolet. Er hat sich als sehr tüchtig erwiesen. Er hat uns in einige brenzlige Stellen hinein und auch wieder herausgebracht. Wisst ihr, wir sind einige tausend Meilen mit diesem Truck in schwierigstem Gelände gefahren. Neben umgefallenen Bäumen auf dem Weg waren auch platte Reifen Teil der Strecke. Ja, ein weiterer Platten. So geht's hier zu in diesem Geschäft. Ein Platten mitten im Nirgendwo. Eines der größten Löcher, die wir jemals hatten. Die lässt sich sehr leicht lösen, wie ein lockerer Zahn. Lass uns einen anderen Reifen versuchen. Ich glaube, ich mag den hier nicht. Ist das dieselbe Reifengröße? Ja. Letztendlich mussten wir aufgeben und einige sehr robuste Reifen kaufen. Alles klar, ich werde euch wissen lassen, sobald die Reifen da sind. Okay, ich kann einen alten Reifen jetzt schon bekommen. Alles klar, keine weiteren Platten für uns. Okay, super, vielen Dank. Wenn der Samstag Gottes Sabbat ist, warum gehen dann Christen auf der ganzen Welt am Sonntag in die Kirche? Das ist wirklich eine gute Frage, denn es gibt keine Bibelstelle, welche das Halten des Sonntags bestätigen würde. Es ist nur eine Tradition, reine Tradition. Es gibt in der Bibel nur 8 Verse über den ersten Tag der Woche. Aber keiner von ihnen spricht davon, die Anbetung Gottes von dem Tag, den Gott geheiligt hat, von dem 7. Tag, auf den Sonntag zu verlegen. Und tatsächlich lässt sich die Tradition auf einige Jahrhunderte nach Christus zurückdatieren, als der römische Kaiser Konstantin das Christentum legalisierte und dabei das Gesetz erließ, den Sonntag halten zu müssen. Das kann man in vielen Enzyklopädien nachlesen. Colliers Enzyklopädie sagt, am ehrwürdigen Tag der Sonne sollen die Beamten und die Bevölkerung der Städte ruhen und alle Werkstätten sollen geschlossen bleiben. Dann im Jahr 364 nach Christus auf dem Konzil von Laodicea haben sie ein Gesetz erlassen, nach welchem Christen nicht judaisieren sollten, indem sie am Samstag ruhten. Die von Bischof Eusebius angeführten religiösen Leiter verlautbarten, alle Dinge, welche man auch immer am Sabbat tun sollte, diese haben wir auf den Tag des Herrn verlegt. Das war der Name, den sie dem Sonntag gaben. Im Jahr 70 nach Christus haben die römischen Armeen Jerusalem erobert und den Tempel durch Feuer dem Erdboden gleichgemacht. Zu dieser Zeit wurde es im ganzen römischen Reich sehr unpopulär, in irgendeiner Weise so wie die Juden zu sein. Und es wurden bereits christliche Kirchen im ganzen Reich gegründet, besonders auch in der Stadt Rom. Und wegen diesem Krieg gegen die Juden ist es sehr unpopulär geworden, in irgendeiner
typischerweise so wie die Juden zu sein. Und der biblische Sabbat sah jüdisch aus, denn auch die Juden hielten ihn. Und so wurde ein erheblicher Druck auf die frühen christlichen Kirchen ausgeübt, besonders in Rom, um sie von dem biblischen Sabbat wegzubringen. Aber zur selben Zeit war der Sonntag ein Tag, der im ganzen Römischen Reich als der Tag der Sonne anerkannt war. Die Römer beten am Sonntag die Sonne an, und als die Christen den Druck zu spüren bekamen, von allem Abstand zu nehmen, was jüdisch aussah, da begannen sie darüber nachzudenken, und sie sagten sich, nun, Jesus ist ja sowieso an einem Sonntag auferstanden. Und so wurde dies zu einer sehr bequemen, rationellen Erklärung, um von etwas abzurücken, was wie ein jüdischer Sabbat aussah, und auf den Sonntag umzusteigen. Man kennt vielleicht das Sprichwort, wenn du in Rom bist, dann benimm dich wie die Römer. Das hat seinen Ursprung tatsächlich in dieser Angelegenheit. Die Veränderung fand also allmählich statt, besonders in Rom und in Ägypten, in Alexandria. Und als die Zeit fortschritt, wurde die römisch-katholische Kirche zu einem wirklich dominanten Verteidiger für die Sonntagshaltung als Ersatz für den biblischen Sabbat. Nichtsdestotrotz veränderte sich die Bibel selbst nicht. Und das 4. Gebot sagt immer noch, dass der 7. Tag der Sabbat ist. Nicht der Juden, sondern des Herrn. Not of the Jews, but of the Lord. Nun, wie ihr sehen könnt, hat der Winter hier im Biberteich Einzug gehalten. Aber die Biber sind nach wie vor aktiv und kommen immer noch raus, von Sonntag bis Freitag. Nicht so viel wie sonst, aber sie kommen immer noch raus. Ich habe gerade einige weitere Wochen der Beobachtung hier abgeschlossen und immer noch gibt es samstags keine Aktivität. Aber es ist nicht nur so, dass sie samstags aufhören zu arbeiten, ich habe sie Samstag nicht mehr aus ihrem Bau rauskommen sehen. Es sieht so aus, als ob sie Freitagabends bei Sonnenuntergang dort hineingehen und 24 Stunden lang Winterschlaf machen. Ich habe das nun seit über 10 Jahren so beobachtet. Und hier ist, was ich darüber denke. Ich glaube, dass etwas diese Biber dazu veranlasst, jeden Samstag zu ruhen. Etwas Innewohnendes, was man nicht sehen kann. Meine Vermutung ist folgende. Der Schöpfer, der die Biber geschaffen hat, muss eine Ruheperiode in ihre Gehirne hineinprogrammiert haben. Und dieser Schöpfer muss der Gott der Bibel sein, denn ihre Ruhephasen treten ausschließlich und regelmäßig jeden Samstag auf, welcher der biblische Tag der Ruhe ist. Es ist derselbe Tag, an dem Gott ruhte, nachdem er diese Welt geschaffen hatte. Und davon bin ich also beeindruckt. Nun, ich weiß nicht, ob alle Biber auf diese Weise ruhen. Aber der nächste logische Schritt wäre, eine weitere Studie zu organisieren, welche andere Biberfamilien mit einbezieht, um es herauszufinden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder mehr Informationen möchtet oder vielleicht möchtet ihr einige kostenlose Studienanleitungen über den Sabbattag haben, dann könnt ihr mich über meine Webseite kontaktieren und zwar auf desiremedia.org. Und danke auch, dass ihr die 7. Tags-Biber-Doku angeschaut habt. Wir haben eben den Dreh des 7. Tags-Biber-Films abgeschlossen. Wir packen gerade alles zusammen. Wir hatten eine lange Wanderung. Wir konnten heute nicht mal mit dem Truck herkommen wegen dem tiefen Schnee. Wir sind einmal auch stecken geblieben. Aber jetzt ist alles wieder gut.